Nach 2 Jahren Pause gibt es wieder ein Poolturnier auf dem Campingmar Azul in Palermo. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben Ende Januar bestes Wetter und das Poolturnier wird hier auf 4 Bahnen ausgetragen. Natürlich braucht es jemand, der dieses Turnier organisiert, und das sind 2 Camper hier vom Campingplatz und die stelle ich jetzt mal kurz vor. Hallo Margret. Hi Hartmut. Du hast hier auf dem Campingplatz das Poolturnier organisiert. Ja. Gemeinsam mit deinem Mann. Ja. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, wir organisieren das so, wie die Leute kommen zu mir, die melden sich dann an. Und das muss ja immer ein Paar sein, also 2 für ein Paar. Und dann werden die aufgelistet. Bis dieses Jahr waren es viel mehr neue Leute dabei. Und dann werden die ausgelost, gegen wer die spielen müssen. Und dann wird die ganze Mannschaft wird durchgespielt. Da waren jetzt zum Beispiel 17 Paare von Deutschland, 5 Paare von Franzosen und ein Paar aus der Schweiz. Ah ja. Und dann spielen die einfach gegeneinander, bis dann der Sieger von der ersten Gruppe dann klar ist. Und der Verlierer, der kommt in die Verliererliste. Und dann wird das immer so weitergespielt, bis dann 3 noch sind oder 4 und die spielen wieder gegeneinander, bis dann zum Schluss das Finale kommt. Ja, gut. Und das Turnier findet einmal im Jahr statt? Ja, meistens immer Ende Januar, Anfang Februar. Okay. Ja. Und teilnehmen kann jeder, der möchte? Da kann jeder teilnehmen, auch wenn er nicht poolt. Wir hatten jetzt dieses Jahr auch Teilnehmer dabei, die haben noch nie gepoolt. Und das fand ich ganz toll, dass die mitgemacht haben, hat uns sehr gefreut und ja, jedermann ist da herzlich willkommen. Dankeschön, Margret, das war's schon. Bitte, gerne. Rita ist natürlich dabei, ihr Partner im Turnier ist Robert. Ich hätte natürlich auch mitspielen können, aber mein Ding ist es nicht so. Ich habe dann Zeit, um meine Videos zu schneiden, während Rita Pool spielt. Hier auf dem Campingplatz wird täglich Pool gespielt an den 4 Bahnen und deshalb ist auch dieses Turnier ein kleines Highlight hier auf dem Campingplatz. Das Ganze wird vom Campingplatz gesponsert. Es gibt für die Gewinner Pokale, es gibt einen sogenannten Wanderpokal und jeder Teilnehmer bekommt eine Plakette. Es sind insgesamt 24 Teams, die hier spielen und das ganze Turnier läuft über 2 Tage. Margret und ihr Mann René, die dokumentieren hier jedes Spiel, sodass man nachher am Ende feststellen kann, wer der Gewinner ist. An jeder Bahn gibt es einen Schiedsrichter, er misst im Zweifel den Abstand zwischen Zielkugel und der geworfenen Kugel, sodass es keine Unstimmigkeiten gibt. Wer auch gerne mal Pool spielen möchte und das bisher noch nicht gemacht hat, der kauft sich mal 3 Kugeln und sucht sich einen Partner und dann kann es schon losgehen. Die Spielregeln sind recht einfach, man findet sie im Internet. Das Schöne beim Poolspielen ist auch, dass man Kontakt bekommt zu anderen Campern vom Campingplatz. Und viele Campingplätze in Spanien haben mittlerweile eine Poolbahn. Überraschend gewinnen Rita und Robert das Poolturnier. Favoriten waren eigentlich die französischen Camper, aber es ist ja auch schön, wenn mal die Außenseiter gewinnen. Jetzt gibt es natürlich noch eine Preisverleihung, die findet auf der Terrasse des Restaurants statt. Auch diese Preisverleihung hatte der Campingplatz mitorganisiert. Alle Teilnehmer sind zum Essen und Getränke eingeladen. Dabei habe ich Robert noch ein paar Fragen gestellt. Robert, du gehörst hier zum Siegerteam vom diesjährigen Poolturnier hier auf dem Mar Azul. Ja, wahrscheinlich hast du lange vorher trainiert, gehörst schon fast zu den Profis oder wie ist es bei dir? Nee, ich habe ja letzten Montag Rita erst kennengelernt, persönlich, und habe das erste Mal gepoolt, hab mir von ihr die Regeln erklären lassen und ja, und dann ist ja ihre eigentliche Partnerin krank geworden und dann bin ich eingesprungen und ja, da haben wir das Ding gewonnen, ne? Ja, das hört sich gut an. Ne? Ja, und ich hatte gedacht, du hast jetzt schon jahrelang Pool gespielt, aber das ist nicht der Fall. Nein, letztes Jahr von unserem
Endspielpartnern. Durfte ein paar Mal mitspielen, aber die Regeln kannte ich gar nicht. Ich wusste, dass man die Kugel wirft auf so ein kleines Bällchen und mehr wusste ich eigentlich gar nicht. Und die Regeln habe ich jetzt erst kennengelernt und ja, war Anfängerglück halt. Ne? Okay, danke dir, Roman. Gerne. Es nuestro cuarto año celebrando este campeonato internacional. Internacional. Y ahora de petanca. Herzlich bedanke alle unsere jungen Freunde, die hier zusammen mit uns und mit euch so ein bisschen Sport gemacht hat. Diese 2 wunderschönen Tage hier unter die Sonne. Wolfgang und Karin. Wolfgang und Karin. Monsieur de Boule. Rita und Robert. Bleibt in der Gaststätte? Das ist die Hauptpokal. Man darf diese Pokal 5 Minuten so halten, fertig. Aber Ihr Name wird hier geschrieben für immer. Ja. C'est le grand trophée de ce tournoi. On peut l'avoir seulement pendant 5 minutes. Et après, ça reste ici. Mais vous aurez l'honneur de voir votre nom écrit pour le reste du temps. D'accord? Allez. 5 Minuten Roman? Alors, 5 Minuten und 5 Minuten. Fertig. Es gab nicht nur Pokale, es gab auch für jeden Teilnehmer eine Plakette. Nach der Preisverleihung ging es über zum gemütlichen Teil. Es wurde gegessen und getrunken bis in den frühen Abend hinein. Also heute findet der erste multikulturelle Stammtisch statt. Wir sprechen Deutsch, Französisch, alle Sprachen. Wir verstehen uns per App oder auch ohne Worte. Prost versteht jeder hier. Prost, Salut, Santé, Salut, Chivoli. Das war meine Reportage über das internationale Boule-Turnier hier auf dem Camping Mar Azul. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.